Ich bin Dorothea Neveling. Wir sitzen im Schauspielhaus Bochum, im schönsten Theater der Welt. Ich arbeite hier, was ein großes Glück ist. Ich bin seit 6 Jahren hier als Dramaturgin tätig. So, die Dramaturgie macht mit der Intendanz zusammen den Spielplan. Wir suchen Stücke, wir finden Stücke. Wir überlegen uns, was soll in der Spielzeit behandelt werden. Wir lesen sehr viel und stellen dann das Programm zusammen und dann besprechen wir, welche Schauspielerinnen und Schauspieler in welchem Stück mitspielen können. Dann verteilen wir die Stücke unter uns und jeder betreut im Laufe einer Spielzeit 2 bis 3 Produktionen, sagen wir dann. Und da ist man dann richtig bei den Proben dabei und dann macht man das Programmheft und man macht die Einführung und man macht die Pressetexte, man macht überhaupt Treffen mit der Presse, man versucht Fragen zu beantworten, man ist im Austausch mit der Regie oder vielleicht auch mit dem Kostüm, mit dem Bühnenbild. So, das ist dann sehr intensiv. Ich habe in Bochum studiert, Geschichte, Kunstgeschichte und bin immer viel ins Theater gegangen. Ich war mit 11 das erste Mal im Theater und mit meinen Eltern und Barbara Nüsse, eine ganz tolle Schauspielerin, stand nackt auf der Bühne und mein Vater ist mit mir Türen schlagend aus dem Haus gegangen. Und da habe ich gedacht, geil, das ist ein Ort, da gibt es Widerstand. Irgendwie hat mir das gefallen, dass man da so was bewegen konnte, dass ich mich mit meinem Vater streiten konnte darüber. Das fand ich irgendwie gut. Und dann hatte ich so ab 14 hatte ich immer Abonnements und mit Freundinnen war ich immer sehr, sehr viel hier. Aber ich wusste gar nicht, dass es Berufe gibt am Theater jenseits von der Schauspielerin. Und als ich an der Volkwang am Tag der offenen Tür gewesen bin, haben die zu mir gesagt, also mit 1,80 als Frau, Schauspielerin keinesfalls. Also ich hätte nie Talent gehabt, darum geht es nicht. Aber man hat mir sofort gesagt, ich bin zu groß. Gut, und dann habe ich das eigentlich ad acta gelegt und habe Geschichte, Kunstgeschichte studiert. Und weil ich, das klingt blöd, ne? Aber weil ich immer so gerne gelesen habe, habe ich dann gedacht, ach, dann gehst du jetzt in den Verlag. Und der Weg, in einen Verlag zu gehen, war über eine Verlagsbuchhändlerin-Lehre. Und dazu bin ich nach Frankfurt gegangen, zu dem Verlag Schöffling. Und das ist ein toller Verlag für deutsche Literatur. Und von da aus bin ich wieder zurückgekommen nach Bochum. Und dann gab es einen Zufall, dass die Ruhrtriennale gegründet wurde und bei der Ruhrtriennale Leute gesucht wurden. Unter anderem in der Dramaturgie, aber eher so Büroleitung Dramaturgie. Und es war eine Teilzeitstelle und ich brauchte eine Teilzeitstelle, weil ich ein Kind habe. Und ja, und dann habe ich Glück gehabt, dass ich da diese Stelle in der Dramaturgie der Ruhrtriennale bekommen habe. Und und da habe ich überhaupt das erste Mal Dramaturgie gehört. Also das war mir vorher gar kein Begriff. Also ich bin gar keine gelernte Dramaturgin. Man kann das heute studieren, das konnte man damals noch nicht. Genau, und dann habe ich 16 Jahre bei der Ruhrtriennale gearbeitet und der letzte Intendant der Ruhrtriennale ist ja der heutige Intendant vom Schauspielhaus Bochum. Und der hat unser ganzes, ehrlicherweise sehr tolles Team von der Ruhrtriennale damals mit hier ans Haus genommen. Und so bin ich hier angekommen. Erstmal muss ich sagen, tut es immer gut, wenn man mal einmal aus Bochum weg gewesen ist. Und das meine ich gar nicht so negativ, aber es verändert den Blick. Also ich war so bis zum Ende des Studiums voll in dieser Stadt und hatte meine Szene, meine Leute, meine Kritik, damals Hausbesetzer-Szene, Heusner Viertel und all so Sachen. Und dann geht man weg und dann war ich in Hamburg und dann verändert sich doch der Blick auf diese Stadt schon massiv. Und von Hamburg aus bin ich nach Frankfurt gegangen, das war noch mal ganz anders. Und dann bin ich nach dieser Runde, die ich da gedreht habe, zurückgekommen und das hatte persönliche Gründe und ich habe das als eine krasse Niederlage empfunden und ich fand es auch wirklich furchtbar, hierhin zurückzukommen. Also ich fand die Stadt, ich habe eigentlich erst gemerkt, wie schlimm die eigentlich ist. Und jetzt habe ich mich natürlich wieder dran gewöhnt, jetzt bin ich ja schon wieder sehr lange hier. Also was ich an der Stadt, also Wandel, klar, aber es ist ja, natürlich jede Stadt ist immer im Wandel, also Strukturwandel, alles, was haben wir ja alles in den 80ern, 90ern durchgemacht, viel besprochen, viele Fehler gemacht, aber okay. Aber was ich an dieser Stadt so schwierig finde, ist, dass sie so hässlich ist. Und dass ja, und das hat mit Architektur zu tun, nicht mit den Menschen, sondern es hat mit dem zu tun,
Ich finde, wir haben wirklich keine gute Architektur in Bochum oder ganz selten haben wir schöne, gut gemachte Architektur und das macht für unser Stadtbild so viel aus und das finde ich echt bedauerlich. Also, und dann gibt es auch so Sachen, die ich ein bisschen schwierig finde. Dann haben wir das Gericht, was ja im Zentrum eigentlich war, wo alle so Einkaufsstraße, man geht am Gericht vorbei. Ein Gericht hat ja eine wahnsinnige Funktion innerhalb einer Gesellschaft und sollte auch im Zentrum der Gesellschaft stehen. Und dann hat man das Gericht abgerissen und hat es quasi an Ringen hinten, wo man nur noch hingeht, wenn man zu Gericht muss. Aber die Präsenz des Gerichtes ist weg aus unserer Innenstadt. So habe ich es empfunden. Ne? Sowas finde ich zum Beispiel ein Fehler. Bei der Ruhrtriennale gab es ja immer diesen Wechsel alle 3 Jahre und immer kamen neue Kollegen ins Ruhrgebiet. Die kamen dann häufiger gerne aus Berlin oder aus Köln oder auch aus Paris oder so. Und dann habe ich immer gedacht, ach du Schreck, wie bringen wir denen das jetzt bei hier mit Bochum? Und dann haben die sich erstmal über die günstigen Mieten gefreut und über die kurzen Wege gefreut und haben dann langsam aber sicher das Interesse am Ruhrgebiet, auch durch das Festival natürlich. Aber immer, wenn die weggegangen sind, haben sie irgendwie gesagt, ah, es war doch gut. Also es hat ja auch was. Also deswegen meine ich lebe ja auch gerne hier und ich kenne natürlich auch viele Leute und mein Kind ist hier groß geworden und so. Aber irgendwas muss es doch auch haben, dass die Menschen dann, wenn sie weggehen, immer denken, ach, das war nicht so schlecht in Bochum oder im Ruhrgebiet. Aber die Kollegen, die zum Beispiel nach einer Saison dann, also ab September, hier einen neuen Job anfangen und dann in diesen gruseligen November hinein hier ganz viel arbeiten und bevor man dann das erste Mal Luft holen kann und da rausguckt und denkt, ah, es gibt Grün, es gibt Sonne, es gibt schöne Cafés und so, muss man hier erstmal ein halbes Jahr durch. Also mehr Natur, auch in der Stadt und ein Umdenken, was diese Einkaufsstraße betrifft. Das wäre, ja, weil das ist irgendwie, die hat sich eigentlich in den 40 Jahren, die ich die Kottumstraße mal rauf und runter gegangen bin, was ich so selten tue eigentlich. Ja, ich komme ja immer nur bis zur Königsallee 15, bis zum Schauspielhaus. Über die Straße drüber kommt man ja selten. Das wäre so toll, wenn man die mal radikal anders denken würde. Also Wohnen, Natur, Aufenthaltsqualität, keine Ahnung, Räume für Leute zum Treffen, anstatt diesen Leerstand, der ist ja wirklich deprimierend. Also ja, man könnte einfach mal versuchen, das alles anders zu machen. Aber es hat natürlich auch wieder mit Architektur zu tun, es hat mit Begrünung zu tun, das hat mit, dass man an was Freude hat, dass man vielleicht was ausprobieren kann. Warum nicht einen Spielplatz mitten in der Stadt? Keine Ahnung, warum keine Tiere in der Stadt? Es ist jetzt so, ne? Wenn alles könnte, nichts müsste, würde ich denken, dass man diese Straße, die ja irgendwie schön lang ist, die hat ja eine Qualität und die hat ein paar schöne Gebäude, aber man könnte auch, die könnte man einfach mal umkrempeln. Also die Klima AG vom Schauspielhaus Bochum, die habe ich mitbegründet, ne? Die habe ich nicht alleine gegründet, das wäre ja traurig. Mit der Veronika Nickel aus dem Ensemble und dem Michael Lippold aus dem Ensemble und anderen Menschen aus anderen Gewerken. Eigentlich unsere Initialzündung war die Fridays for Future Demo im September 2019. Da sind wir als Block vom Schauspielhaus mitgegangen, auch so erkennbar mit unseren T-Shirts und da haben wir gedacht, da kamen wir wieder und haben gedacht, also jetzt wird es Zeit, dass wir auch in diesem Haus hier, dass sich hier mal ein bisschen was bewegt, was so der Umgang mit Materialien betrifft, was allein schon Strom, Papier, doppelseitig ausdrucken. Also wenn man darüber spricht im Jahr 2019 und eigentlich weiß, dass wir seit 1970 darüber sprechen, oder also Club of Rome 76 meinetwegen, ne? Ja, also wir haben gedacht, also wir tun uns jetzt mal zusammen und wir treffen uns jetzt mal und tragen ein bisschen zusammen, was so unser Anliegen ist. Und wir sind jetzt bei der 60. Sitzung im Jahr 2025 und wir haben, ja, am Anfang hat man uns natürlich nicht so furchtbar ernst genommen. Naja, wie das so ist, wenn man so von unten versucht, was
was zu bewegen. Aber wir haben im Laufe der Zeit immer mal wieder mit Abteilungsleitern und Abteilungsleiterinnen vom Haus über Themen gesprochen. Wir haben einfach immer eine Tagesordnung, immer was wichtig ist. Und wir haben vor allen Dingen durchgesetzt, und das ist, glaube ich, für das Haus ein großer, wichtiger Schritt gewesen, dass wir eine Transformationsmanagerin bekommen haben. Also erst war es nur eine halbe Stelle, jetzt ist es eine ganze Stelle, und jetzt arbeiten wir daran, dass bei allem, was das Haus bewegt, Einkäufe, Bühne, wie auch immer, einmal die Beratung der Referentin für Nachhaltigkeit dazugezogen wird. Das funktioniert noch nicht ganz, noch nicht immer, und es haben auch noch nicht alle, ist noch nicht so in den Blutkreislauf des Theaters übergegangen, aber da sind wir dran. Also das finde ich ist ein sehr schöner Erfolg eigentlich. Ja, wir haben viele kleine Sachen bewegt. Also das ist jetzt aber albern, das aufzuzählen. Aber es hat auf jeden Fall hat es ordentlich was bewirkt. So, und aktuelles Thema von uns ist auch, also wir sitzen ja hier über dem Vorplatz, ne, im mittleren Foyer, wir gucken runter, Steinwüste. Wir brauchen natürlich Schatten, wir brauchen hitzefreie Plätze, wir brauchen Grün. Also wir haben jetzt ein Thema, was wir uns jetzt vorgenommen haben, ist eigentlich, wie können wir diesen Vorplatz begrünen, mit wem kann man das zusammen machen? Ist die Stadt dabei? Was tut das Schauspielhaus dazu? Was ist mit den Anwohnerinnen? Könnte man Patenschaften vergeben für Bäume, die gepflanzt werden? Was auch immer. Also das ist so auch ein größeres Thema. Es sind eigentlich Menschen aus allen Abteilungen dabei. Manche Abteilungen sind stärker vertreten, manche weniger, bisschen Fluktuation, aber so ein Kern von, naja, wenn ich jetzt sage so 6 bis 10, klingt es wenig, aber das ist auf jeden Fall eine ganz gute, engagierte Gruppe. Und wir sind im Austausch auf jeden Fall mit den Klimaaktiven der anderen Bochumer Kulturinstitutionen. Und da haben wir ja auch so etwas ausgegründet mit denen, das Wochenende fürs Klima, immer parallel zur UN-Klimakonferenz. Die ist in diesem Jahr in Brasilien, und im November ist auch wieder das Klimawochenende in Bochum. Also wir haben gedacht, wir machen im Lokalen, parallel zu den großen globalen Entscheidungen, versuchen wir hier in Bochum was gemeinsam zu machen. Dass auch so ein großer Kulturbetrieb wirklich einen Beitrag leisten kann dazu. Und der Beitrag findet natürlich sowieso auf der Bühne statt, aber er findet eben auch Backstage statt, also in allem, was wir machen. Und ich glaube, beide Sachen sind natürlich wichtig. Also natürlich ist die Bühne erstmal so das, wofür wir in erster Linie da sind. Also eigentlich so, wie man zu Hause anfängt zu sagen, ich mache jetzt bestimmte Sachen nicht mehr oder ich kaufe bestimmte Sachen nicht mehr oder ich ändere mein Verhalten hier oder da. Warum soll man das dann am Arbeitsplatz nicht auch tun? Also, und gerade wenn man so ein dicker Dampfer ist wie wir hier, dann hat das Auswirkungen. Deswegen liegt darin auch eine große Chance, wenn wir auch öffentlich machen, was wir quasi im Hintergrund für die Transformation zu einem nachhaltigen Theater, was wir dafür machen. Also wir versuchen auch immer, auch die Klima AG versucht so bekannt zu machen, was uns so umtreibt im Jahr. Also beim Theaterfest haben wir einen Stand, und wer sich dafür interessiert, dem erzählen wir, was hier passiert. Und viele Dinge werden ja so auch öffentlich. Also wenn wir auch die Zertifizierung bekommen, werden wir das auch öffentlich machen. Und das ist dann auch ein Beitrag, der auch gesellschaftlich eine Rolle spielt. Und vielleicht auch die anderen Kulturinstitutionen sagt, das Schauspielhaus hat eine super Zertifizierung erhalten, die haben sich angestrengt, das machen wir jetzt auch. Also für mich würde auf jeden Fall dazu gehören, dass da ganz viele Generationen zusammen sind. Also ich möchte eigentlich auf keinen Fall nur mit meiner Altersgruppe zu tun haben. Nein, nicht, dass ich die nicht mag, aber wie toll ist das, wenn man auch mit 16-Jährigen und 35-Jährigen irgendwie zusammen hat. Also das würde für eine gute Gemeinschaft würde eigentlich wirklich dazu gehören, dass schon mal alle Generationen vertreten sind und dass ganz unterschiedliche Lebensrealitäten zusammenkommen. Dass man sich davon erzählen kann, dass man darauf Rücksicht nimmt, dass man das respektiert, Meinung respektiert, das sagt sich immer so leicht, ne? Das kann manchmal auch ganz schön anstrengend sein, aber wenn es natürlich Räume gibt, wo man das auch lernen kann, dass man das aushält, nicht einer Meinung zu sein. Ich bewundere da tatsächlich so Aktivistinnen, die so immer in Plenum alles aushandeln und versuchen, tatsächlich zu einer gemeinschaftlichen Meinung zu kommen.
Also da hinzukommen wäre natürlich toll. Also da würde ich mich bestimmt wohlfühlen. Also Glück hat immer mit Gemeinschaft zu tun. Glück hat immer mit Menschen zu tun. Und Glück ist kann ganz klein sein aber ich finde lieber so kleines Glück finde ich eigentlich viel schöner als großes Glück. Ich glaube, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt in meinem Leben, habe es noch immer. Wenn man sich angestrengt hat und dann ist das was geworden. Das finde ich auch, das macht mich auch sehr glücklich, wenn man irgendwie was sich vorgestellt hat, wie was wird oder so. Klar, im Theater hoffst du immer, dass es gut wird, ne? Aber ich arbeite gerade mit einem Regisseur und wir sprechen immer, dass es so, ja, dies ist gut und das so funktioniert. Und dann sagt er immer, jetzt muss nur noch gut werden.